Heute zu Gast beim Platzhirsch für Wirtschaftsrecht Matthias Hellriegel. Seine Kanzlei zählt eine zu den renommiertesten in Deutschland, ausgezeichnet vom Handelsblatt und der Wirtschaftswoche. Wir sprechen über Milieuschutz und beantworten die Fragen, wo ist die Abgrenzung zum Denkmalschutz, wie entsteht Milieuschutz und ist der Milieuschutz der Tod der Immobilie? Der Immobilien-Experten-Talk. Matthias, herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Als renommierter Anwalt sprichst du häufig über das Thema Milieuschutz. Vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz einmal den Unterschied Milieuschutz, Denkmalschutz erklären. Fundamental unterschiedlicher Ansatzpunkt. Der Denkmalschutz schützt ja in erster Linie das Objekt. Der Erhaltungsschutz in gewisser Weise auch, aber eigentlich dient der Erhaltungsschutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Um das vielleicht kurz auseinander zu klamüsern, beim Denkmalschutz geht es ja darum, ich habe ein Objekt, typischerweise ein Gebäude, können ja auch andere Gegenstände sein, nicht? Aber typischerweise ein Gebäude und erhalte es in seiner Substanz aus bauhistorischen, geschichtlichen, kunsthistorischen Gründen, gibt es ja verschiedene. Und das Witzige beim Denkmalschutz ist übrigens auch, Denkmalschutz entsteht nicht durch eine Unterschutzstellung in Berlin insbesondere, sondern Denkmalschutz besteht und die Aufnahme in die Liste ist nur deklaratorisch und nicht konstitutiv. Das ist beim Milieuschutz genau umgekehrt. Der Milieuschutz entsteht erst mit einer Satzung, beziehungsweise in Berlin sind es Verordnungen. Das heißt, das Objekt muss unter Schutz gestellt werden. Und beim Milieuschutz geht es eben um den Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Wie entsteht denn eigentlich überhaupt ein Milieuschutz? Also das ist in Berlin und Hamburg als Stadtstaaten anders als in den Flächenstaaten. Normalerweise ist es eine Milieuschutzsatzung. In Berlin und Hamburg sind das Milieuschutzverordnungen. Das ist aber jetzt eine Rechtsformalie. Das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass eine Kommune oder eben in Berlin die Bezirke sagen, ich habe einen Kiez typischerweise mit einem angespannten Wohnungsmarkt, den haben wir nun in ganz Berlin, aber also ein Kiez, in dem ich eine besondere Verdrängungsgefahr sehe. Und die Verdrängungsgefahr ergibt sich ja typischerweise daraus, dass ich einerseits ein hohes Aufwertungspotenzial in dem Immobilienbestand habe und andererseits bei den Mieten beispielsweise ein eher niedriges Mietniveau, was sehr viel Anhebungspotenzial hat, sodass dann die Gentrifizierungsprozesse starten könnten, die der Milieuschutz gerade vermeiden möchte. Okay, also das heißt, es wird wirklich von der Kommune initiiert, weil man sagt, ich habe Sorge, dass da eine Gentrifizierung stattfinden kann. Genau. Ist ja jetzt gerade in den letzten 12 Monaten beispielsweise hier in Charlottenburg vollzogen worden. Dort sind neue Milieuschutzgebiete ausgewiesen worden. Und es geht damit los, dass die Kommune diese Verdrängungsgefahr bemerkt. Wie bemerkt eine Kommune das? Dass die Akteure, entweder in der Politik oder in der Verwaltung, denen das einfach auffällt. Nicht, dass Bürger, die in die Sprechstunde kommen, wie auch immer. Und dann sich dafür entscheiden, ein bestimmtes Gebiet zu einem Untersuchungsgebiet zu machen. Und dann finden dort eben Untersuchungen statt zu den Kriterien, die ich gerade genannt habe. Also insbesondere gibt es ein Aufwertungspotenzial und gibt es einen Verdrängungsdruck. Wie sind die Mieten? Wie sind die Kaufpreise? Wie sind auch die in der Vergangenheit beispielsweise gewesen die Aufteilungsquoten? Das sind dann lauter Faktoren, die dort zusammenspielen. Und dann wird ein Untersuchungsbericht erstellt und auf der Grundlage entscheidet dann in Berlin der Bezirk, ansonsten die Kommune, darüber, ob eine Erhaltungssatzung erlassen wird, ein Milieuschutzgebiet ausgewiesen wird. Und dann ist das Gebiet unter Schutz gestellt. Was sind typischerweise Auflagen, die in dem Milieuschutz eingehalten werden müssen? Jeder Umbau, jede Änderung wird genehmigungsbedürftig. Und es geht eben vor allem darum, die Dinge einzuschränken, die einen Aufwertungsdruck begründen. Das ist typischerweise die Zusammenlegung von Wohnungen. Nicht? Das ist so eines der Hauptbeispiele. Mit Zusammenlegung meinst du, also ich habe 2 Wohnungen, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, ich mache daraus eine und habe 110 Quadratmeter. Ganz genau. Und im Übrigen Sanierungsmaßnahmen, die man sich dann genehmigen lassen muss, aber eben auch solche Sachen wie Fahrschulanbau, Balkonanbau, genau, energetische Sanierung, all das wird genehmigungsbedürftig und muss dann eben abgestimmt werden. Jetzt sagst du, auch energetische Sanierungen sind abstimmungsbedürftig.
Ich stelle jetzt mal die Hypothese auf und sage, Milieuschutz ist ein langfristiger Tod für die Immobilie, insbesondere wenn wir auf Nachhaltigkeit mitschauen. Das würde mir jetzt persönlich zu weit gehen. Ich denke, man kann den Milieuschutz als sinnvolle Maßnahme, um ein bestimmtes Milieu zu schützen, und das ist ja nun gerade auch in Berlin, nicht die Kiesstruktur, die alte Bevölkerungsstruktur, die zu schützen. Da kann man dem Milieuschutz nicht per se seine Berechtigung absprechen. Also Milieuschutz ist ein durchaus sinnvolles Instrument. Deswegen steht es auch zu Recht im Baugesetzbuch drin. Es wird hier und da falsch verstanden und führt zu überzogenen Anforderungen, die dann einer Verwertung, wie sich die Immobilienwirtschaft sie hier und dort wünschen würde, entgegensteht. Das führt aber nicht zum Tod der Immobilie, weil die notwendigen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sind immer erlaubt. Okay, also erlaubt, das also gut, ich muss ja genehmigen lassen, aber dann wird die Kommune sagen, okay, verstanden, das muss gemacht werden. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, typischerweise eine Auflage ist die Anbringung von Aufzügen. Jetzt würde ich sagen, die Anbringung von Aufzug ist jetzt per se keine direkte Aufwertung von der Immobilie, sondern führt auch dazu, dass sicherlich, ich sag mal, eingeschränkte Personen natürlich dann auch in den 3. oder 4. Stock mitkommen können. Ja. Es gibt ja auch solche und solche Fahrstühle. Und dann ist eben die Frage, mit welchem Ausstattungsstandard gehe ich an den Fahrstuhl ran. Ich persönlich meine, und da gibt es auch mittlerweile die ersten Bezirke, die jetzt dem folgen, ich persönlich meine, dass der Fahrstuhlanbau durchaus sinnvoll ist. Als ich Student war, habe ich in einem Haus in Prenzlauer Berg gewohnt. Da war ein Hausmeister in der Wohnung. Der wohnte ich wohnte hinten im Seitenflügel, der wohnte im Vorderhaus im 4. Stock. Die wohnten dort seit über 70 Jahren, es war ein älteres Ehepaar. Und die mussten ausziehen. Warum? Weil sie es nicht mehr in den 4. Stock geschafft haben. Genau, ja. Und das ist eben die Barrierefreiheit ist eigentlich ein wichtiges Anliegen. Übrigens interessanterweise auch typischerweise der Grünen, nicht die das gerne auch in die Novellen der Bauordnung stärker verankern wollen, eine höhere Quote an Barrierefreiheit. Und aus meiner Sicht ist Fahrstuhlanbau gerade eine Überwindung der Barrierefreiheit und im Sinne des Milieuschutzes eigentlich sinnvoll. Nicht? Trotzdem gibt es viele Bezirke, die den prinzipiell entgegenstehen oder entgegenstehen, wenn er zu luxuriös ausgestattet ist. Das Letztere, wie gesagt, kann ich verstehen, weil dann die Umlagefähigkeit auf die Mieter auch zu hoch ist und dann ein Verdrängungspotenzial entsteht. Aber ihn generell zu verbieten, ist sicherlich der falsche Weg. Okay, verstanden. Du hast vorhin viele Auflagen genannt, die im Milieuschutz mit drin stehen. Wo würdest du denn persönlich ein Fragezeichen hintermachen, die eigentlich nicht in den Milieuschutz mit reingehören? Insbesondere, also wir können ja mal ein Beispiel nehmen, ich kaufe jetzt ein Mehrfamilienhaus und klar, jetzt möchte ich vielleicht auch ein bisschen was an dem Haus sanieren. Was mache ich denn in dem Fall dann überhaupt? Das ist schon die falsche Betrachtungsweise aus meiner Sicht, denn der Milieuschutz soll ja gerade dem Käufer eines Mehrfamilienhauses dort gewisse Restriktionen auferlegen, um eben die bestehende Mieterstruktur vor einer Verdrängung zu schützen. Also das ist ja nun gerade das Anliegen des Milieuschutzes und das halte ich auch an sich für sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll, dass sich jemand 2 Wohnungen dort kauft, die Leute mit Eigenbedarfskündigung rausschmeißt und die Wohnung zusammenlegt. Das ist eben nicht im Sinne des Milieuschutzes. Es ist aber umgekehrt, wenn man es aus der Mietersicht betrachtet, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die eben auch nicht sinnvoll sind. Das ist eben beispielsweise das Verbot der Zusammenlegung von Wohnungen. Da sind die Berlin gerade die Bezirksämter kategorisch und lassen da nichts zu. Auch da wieder ein Beispiel. Ich kenne eine Richterin, die seit langem in einem Haus wohnt und ihre Kinder sind mittlerweile im Teenageralter. Die Wohnung nebendran ist frei geworden. Sie wollte die Wohnung gerne zusammenlegen, um dort wohnen bleiben zu können. Sie darf es nicht. Sodass es jetzt 2 Konsequenzen gibt oder 2 Möglichkeiten für sie gibt. Entweder sie läuft über den Flur in die andere Wohnung, über den Hausflur, oder sie sucht sich woanders eine größere Wohnung, wird sie in dem Umfeld nicht schaffen, sodass die Kinder aus ihrer bestehenden Sozialstruktur herausgezogen werden müssten und umziehen müssten. Das halte ich nicht für sinnvollen Milieuschutz. Also jetzt wenn eben der Wunsch nach Zusammenlegung beispielsweise von den Mietern ausgeht, das wäre etwas, worüber man nachdenken könnte, ob es dann wirklich sinnvoll ist, es kategorisch zu verbieten. Ich halte es nicht für sinnvoll. Es gibt ja gerade in den Milieuschutzgebieten, also wenn man mal durchläuft,
durchaus auch viele Mehrfamilienhäuser, die nach Milieuschutz nicht aufgeteilt werden dürfen. Wenn man dann langläuft, sieht man aber auch, dass die von Zustand schon sehr schlecht sind. Jetzt soll dieses Mehrfamilienhaus verkauft werden und es findet sich wahrscheinlich sehr schwierig, einen Käufer, weil viele sagen, oh, Milieuschutz, da lasse ich lieber die Hände von, weil das ist mir zu heikel, ich kann da nicht viel was mitmachen, es ist sehr viel Bürokratie damit hinter. Was mache ich denn in so einem Fall? Naja, aus Sicht des Milieuschutzes und aus Sicht von grünen und linken Politikern würden jetzt wahrscheinlich viele in die Hände klatschen und sagen, ich mache einen Haken dran. Nicht? Das ist genau das, was ich möchte. Also interessant ist ja auch, dass Rendite und Spekulation, Spekulation sicherlich zu Recht, aber eben Rendite als Schimpfwörter mittlerweile verwendet werden. Ja. Nicht nur in der politischen Debatte, auch in der medialen Berichterstattung. Also das ist, wenn irgendjemand sagt, ich möchte mit irgendetwas eine Rendite erzielen, dann kann er sich eigentlich auch selber gleich ans Kreuz nageln. Ja. Das finde ich falsch. Es ist ja so, dass sich ein Privater nur dann am Wohnungsmarkt engagieren wird, und das ist egal, ob es die Vermietung von Bestand ist oder der Neubau von Wohnungen, wenn er eben damit einen Gewinn erzielt, weil Genau. sonst macht er das nicht. Ja. Und allein auf städtische Strukturen zu setzen, ist aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll. Das ist zwar natürlich auch der Traum von linken und grünen Politikern, eine kommunale Wohnungsbewirtschaftung zu haben, und das wird auch gar nicht sagen, dass es ein falsch verstandenes Ziel ist, den kommunalen Anteil auszubauen. Aber dass nun der gesamte Wohnungsmarkt in kommunaler Hand ist, das funktioniert eben nicht. Und wenn jemand sein Kapital zur Verfügung stellt, und sei es eben das Kapital in Form einer Immobilie, dann erwartet er daraus eine gewisse Rentabilität. Ja. Und muss es im Zweifel auch finanzieren und deswegen erwirtschaften, und das kann man eben nicht unterbinden. Wohin übrigens umgekehrt die kommunale Wohnungsbewirtschaftung, jetzt kommen wir ein bisschen vom Milieuschutz weg, aber das ist mir wichtig an der Stelle, wohin die kommunale Wohnungsbewirtschaftung führt, sieht man ja auch, gerade ganz aktuell wieder. Nicht? Es wird die Einnahmenseite begrenzt, indem die kommunalen Wohnungsunternehmen verpflichtet werden, auf Mieterhöhungen zu verzichten. Das finde ich ja gar nicht per se schlecht, aber es muss doch eigentlich an eine Bedürftigkeitsprüfung gekoppelt werden. Also der gut verdienende Mieter eines kommunalen Wohnungsunternehmens muss doch nicht in den Genuss eines Mietanhebungsverzichts kommen. Ja, guter Nicht Punkt, so, ja. Ne, also die Einnahmenseite wird begrenzt. Dann wird die Einnahmenseite begrenzt, in denen den kommunalen Wohnungsbauunternehmen wesentlich höhere Sozialwohnungsquoten auferlegt werden im Neubau als dem Rest der Immobilienwirtschaft. Sie müssen nicht 30, sondern in der Regel 50% oder Sozialwohnungen anbieten. Und auch im restlichen Bestand werden sie auch eingeschränkt. Das heißt, die Einnahmenseite wird beschränkt. Auf der anderen Seite kriegen sie teilweise unrentable Projekte zugeschoben und haben dadurch wird die Ausgabenseite weiter belastet, typischerweise gerade auch durchs Vorkaufsrecht. Ne? Wollen wir auch noch drüber sprechen später. Da haben sie viele Wohnungen zu überteuerten Preisen bekommen. Aktuell steigen die Zinsen, aktuell steigen die Baukosten. Also die Einnahmenseite wird begrenzt, Ausgabenseite steigt. Und wohin führt das? Natürlich in die Überschuldung. Und das ist eine Situation, die wir in Berlin schon mal hatten in den Nullerjahren, die dazu geführt hatte, dass die Wohnungsbauunternehmen aufgrund ihrer Überschuldung und aufgrund auch der Vernachlässigung der Bestände dazu gezwungen waren, Wohnungsbestände zu verkaufen. Und die aktuelle Politik führt zwangsläufig dazu, dass dieser Fehler sich wiederholt. Oder das, was wir heute als Fehler erkennen, ich würde gar nicht sagen, ob es damals unbedingt ein Fehler war, aber dass sich dieser Fehler wiederholt, und das ist eben überhaupt nicht sinnvoll. Was würdest du denn sagen, sind bessere Maßnahmen, um den eigentlichen Gedanken von dem Milieuschutz aufrechtzuerhalten, aber trotzdem dem Kapitalanleger den Rentabilitätsgedanken für die Immobilie halt mit sicherzustellen? Um das nochmal zusammenzufassen, ich finde ja, der Milieuschutz per se ist richtig. Er wird nur teilweise falsch verstanden oder übertrieben angewendet. Um mal das Beispiel aufzugreifen mit der Modernisierung und Instandsetzung. Das wird teilweise sehr stark eingeschränkt, um die Mieter vor entsprechenden Mieterhöhungen zu schützen. Ist es nicht viel sinnvoller, darüber nachzudenken, wie ich Wege schaffe, dass ich die an sich gewünschte Modernisierung und Instandsetzung und auch die energetische Sanierung schaffe, ohne die Mieter zu belasten. Es gibt ja keine Rede von unserer Bauministerin Clara Geiwitz oder auch von dem Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel,
wo nicht betont wird, wir müssen den Bestand energetisch sanieren. Wir müssen den CO2-Fußabdruck im Bestand verbessern. Aber trotzdem wird ja die energetische Sanierung laufend verboten. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wer verkauft eigentlich typischerweise so eine Immobilie? Es sind ja in der Regel ältere Menschen. Und warum verkaufen sie die Immobilie? Weil sie sich ihren Ruhestand finanzieren wollen. Spekulationsfrist ausgelaufen. Genau. Spekulationsfrist ausgelaufen, was auch immer. Aber häufig ist es eben so, dass es sich um Eigentümer handelt, die selber keinen Kredit mehr bekommen im höheren Alter, um eine entsprechende Maßnahme durchzuführen. Ist es nicht dann sinnvoll, den Erwerber zu ermöglichen, der in der Regel ja mitten im Berufsleben steht, eine entsprechende Maßnahme durchzuführen, indem auf die Grunderwerbsteuer verzichtet wird? Also mal als Konzept. Ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus im Milieuschutzgebiet wird verkauft. Der Erwerber kauft es, er will energetisch sanieren, er verpflichtet sich dazu, diese energetische Sanierung innerhalb von, 5 Jahren durchzuführen, also einen überschaubaren Zeitraum, und er verzichtet darauf, die Kosten umzulegen auf die Mieter und ihm wird dafür die Grunderwerbsteuer erlassen. Okay, spannender Ansatz. Das ist nicht von mir erfunden, da gehören die Credits Michael Schick von der EVD, aber das ist eben ein interessanter Ansatz, wie ich eben beides haben kann. Und im Moment wird immer nur in Verboten gedacht. Und das ist eben falsch, weil die Verbote nicht dazu führen, dass die Maßnahmen, die an sich notwendig sind, durchgeführt werden. Ja. Vielen Dank bis hierhin. Wir sehen uns gleich mal wieder und sprechen über das Vorkaufsrecht. Erstmal vielen Dank für die Insights hier schon mal. Sehr gerne. Danke dir.